Hallo zusammen! Heute möchten wir euch von unserer faszinierenden Reise durch das Pantanal erzählen, dem größten Binnenwasserfeuchtgebiet der Erde. Von Süden kommend war das Städtchen Bonito unsere erste richtige Station in dem über 150.000 Quadratkilometer großen Gebiet, welches einen einzigartigen Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten bildet. Hier am Stellplatz in Bonito waren die Rufe der Aras und anderer Papageienarten stets zu hören und wir konnten uns ein hautnahes Bild dieser wunderschönen Vögel machen. Nachdem wir Bonito verlassen haben, wurde es mit jedem Kilometer, den wir weitergefahren sind, feuchter und grüner. Um unser nächstes Ziel zu erreichen, mussten wir viele Kilometer fernab der Hauptverbindungsstraße durch den Wald fahren und auch die ersten Holzbrücken begegneten uns hier auf dem Weg. Und dann waren wir auch schon da, im Refugio Canaa, das für uns heute den Spitznamen Paradies trägt. Die Betreiber haben hier mitten im Dschungel ein wunderbares Idyll geschaffen, welches an einen glasklaren Fluss grenzt und zum Verweilen einlädt. Machst ja wieder sein, so ein bisschen. Ist weggeschwommen. Oh, Bei rund 30 Grad im Schatten haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, das Wasser voll und ganz auszukosten und unsere Zeit darin zu vertreiben. Egal, ob wir uns mit dem Reifen den Fluss hinabtreiben ließen oder einfach nur schwimmen gegangen sind, das Wasser war wunderbar und der riesige Fischreichtum, den wir hier vorfanden, begeisterte uns. Von der Aussichtsplattform ein Stück den Hügel hinauf konnte man sich ein wunderbares Bild über die Umgebung machen und wenn man früh am Morgen gekommen ist, dem Erwachen des Dschungels beiwohnen. Bereits in Bonito und auf dem Weg hierher sind wir schon vielen tropischen Vögeln begegnet und auch hier riss dieser Faden nicht ab. Im Gegenteil, die hier lebenden Papageien waren den Menschen gewöhnt und kamen immer dann, wenn wir etwas zu essen ausgepackt haben, noch näher an uns heran, immer in der Hoffnung, dass etwas für sie abfällt.
Vor allem gegen 2 Gelbbrust-Aras mussten wir unser Essen stets verteidigen und auch eine Toilette haben sie in Beschlag genommen und für ihr Eigentum erklärt. Das Pantanal ist auch eines der letzten Rückzugsorte für die stark bedrohten Hyazintharas. Von dieser Art gibt es gerade mal noch 4.500 erwachsene, freilebende Exemplare. 6 davon konnten wir alleine hier im Refugium Kanaa zählen. Diese wunderschönen, sanftmütigen Aras ernähren sich hauptsächlich von den harten Palmfrüchten, die sie mit ihren kräftigen Schnäbeln knacken können. Manchmal jedoch, wenn man nicht gut aufpasst, versuchen sie sich auch an anderen Dingen. Es scheint aber so, als würde Kaffee nicht das neue Lieblingsgetränk dieses Aras werden. Gehst du zurück? Auf. Wir müssen halt auf den Dann mach das mal. Die Papa in Ruhe essen. Was ist? Ich wollte meinen Kopf drauf essen. Weiß doch nicht. Steht einfach mal, wer ist da drin? Man möchte nicht weggetragen werden. Nein. Ja, ich hab's gesehen. Ah. Bye, bye. Nachdem wir das Refugium verlassen haben und tiefer ins Pantanal vordringen wollten, hatten wir noch das große Glück, große Ameisenbären zu sehen. Eine ebenfalls gefährdete Tierart, die hier einen Rückzugsort und einen Lebensraum findet. Nicht so selten, aber auch nicht weniger schön zu beobachten, sind die vielen Wasserschweine oder auch Capybaras genannt, die wir hier unterwegs getroffen haben. Sie sind mit den Meerschweinchen verwandt und beim geringsten Anzeichen von Gefahr verschwinden sie in den Wasserflächen und sind kaum mehr auszumachen. Mittlerweile handelt es sich nicht mehr um kleine Matschtümpel am Straßenrand, sondern um riesige Wasserflächen, die sich links und rechts neben der Straße entlangziehen. Hier begegnen wir auch den ersten Kaimanen. Es ist einfach unvorstellbar, auf einer Fläche halb so groß wie Deutschland tummeln sich sage und schreibe 35 Millionen Stück. Auch wenn die Kaimane nicht so den Eindruck hinterlassen, so sind sie relativ harmlos und meist nur stille Beobachter am Straßenrand. Nachdem wir die geteerte Hauptstraße verlassen haben, führte uns die Erdpiste über unzählige Holzbrücken immer tiefer ins Feuchtland hinein. Glücklicherweise waren die vielen Holzbrücken bei uns alle in einem guten Zustand. Trotzdem ist ein kritischer Blick immer obligatorisch, denn es könnten sich Spangen gelöst oder Bretter lose sein. Jetzt herrschte Trockenzeit und die Piste war sehr gut befahrbar. Trotzdem konnte man sich gut vorstellen,
wie es in der Regenzeit sein muss, wenn hier über 80% des Landes komplett überschwemmt sind und die Pisten und Brücken gar nicht mehr befahrbar sind. Auf mehr oder weniger guten Pisten ging es so bis zum Río Paraguay, dem einzigen Fluss, der dieses Feuchtgebiet entwässert. Nachdem wir den Río Paraguay mit einer kleinen Fähre überquert hatten, ging es weiter über unzählige Brücken und vorbei an unzähligen Wasserflächen, bis wir die erste Hügelkette erreichten. Hier erwarteten uns wunderbar blühende Bäume und wir ließen das Feuchtgebiet und die vielen Moskitos, die uns ein wenig genervt haben, zurück. Kurz darauf verließen wir Brasilien und reisten nach Bolivien ein. Unsere weitere Route führte uns an einen heißen Quellfluss, der uns wie gerufen kam. Denn mit dem Ende des Pantanals erreichten wir auch das Ende einer Hitzeperiode und die Temperaturen krachten von über 30 Grad auf 10 Grad Außentemperatur herunter. Der Ortsname Aguas Calientes ist hier Programm. Der heiße Quellfluss hat Temperaturen von bis zu 50 Grad. Und so ist es kaum verwunderlich, dass wir bei dem kalten Wetter zwar schnell in den Fluss hinein, aber gar nicht mehr heraus wollten. Zwei Tage verbrachten wir hier direkt neben dem heißen Fluss, irgendwo im Grenzgebiet zwischen Pantanal und Amazonas-Einzugsgebiet. Hier genossen wir die Natur und die Ruhe, die wir hier vorfanden, und freuten uns schon auf unser nächstes großes Abenteuer, das im Amazonasgebiet auf uns wartet. Die Reise durch das Pantanal war für uns schon ein lang gehegter Traum, der nun in Erfüllung gegangen ist. Wenn du mehr Infos und Bilder zu dieser Reise sehen möchtest, findest du sie auf unserer Webseite www.aufachsesein.de. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann lass uns doch ein Like oder einen Kommentar da. Wir würden uns sehr darüber freuen.